Im Wald, wo das Moos wächst und die heruntergefallenen Blätter in vielen Schichten übereinander liegen, wo die Käfer frei herumlaufen und die Vögel ihren Gesang abhalten, dort fühle ich mich Gott so nah. Dort fühle ich mich unverschämt glücklich. Dort fühle ich, wie unglaublich schön mein Leben ist und welches sagenhafte Glück ich hatte. Ja, meine Geschichte fängt am 1. Mai 1995 an. Wir sind als Familie zu einer Maifeier mit den Kindern und Freunden aufgebrochen und ich hatte so einen ganz dicken Knoten unter der Achsel. Und wie wir abends nach Hause gekommen sind, war ich komplett müde und erschöpft. Und zur damaligen Zeit war ich quasi auf der Blüte meines Lebens. Ich hatte meine eigene Praxis als Physiotherapeutin und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das Leben kann mir gar nichts anhaben. Ich stehe fest in meiner Lebensspur. Und dann kriegte ich plötzlich hohes Fieber und richtig dolles hohes Fieber über Tage mit Gliederschmerzen und mir war so elend, dass ich schon dachte, oh, das ist aber komisch, sowas habe ich noch nie erlebt. Und in dieser Zeit, und das finde ich immer so bemerkenswert, hatte ich schon eine Vorahnung. Nachts plötzlich war ich wach und dachte, diese Krankheit hat den Tod im Gepäck. Zwischenbilanz. Mein Leben ist ein Fest und jeder Tag mein liebster Gast. Die Sehnsucht tanzt mit mir bis spät zur Nacht. Dort haben wir ein Stelldichein mit dem vertrauten Tod. Der winkt und lacht und schickt mich heim zu meinem heißgeliebten Sein. Ich bin und werde eins sein. Damals waren unsere Kinder auch noch sehr klein. Unsere Tochter war 1,5. Die beiden Jungs waren Schulkinder. Und dann will man ja sowas natürlich nicht haben. Und trotzdem war ich auch irgendwie ruhig. Und es wurde auch bei einer Visite der Begriff Krebs genannt. Also die hatten schon Angst, dass es Krebs sein könnte. Aber irgendwie konnten sie das dann auch nicht wirklich feststellen. Na gut, dann mit dem Cortison habe ich mich ein bisschen erholt und wir durften dann sogar im Sommer noch in den Urlaub fahren mit der Auflage, wenn ich wieder Fieber kriege, müsste ich sofort zurückfliegen. Und dann sind wir mit den Kindern, meinen Eltern nach Portugal ans Meer und eigentlich war mir das alles viel zu stressig, aber ich habe halt mitgemacht für die Kinder und ich bin dann ganz oft im Apartment geblieben, weil ich so erschöpft war und habe ein Buch dabei gehabt in meinem Urlaubskoffer von der Elisabeth Kübler-Ross, Kinder und Tod. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen in dieser Zeit. Ich habe immer gesagt, das ist so, wie wenn ich dauernd Kinder am Stück geboren hätte, um die Schmerzqualität ein bisschen darzustellen. Und die Ärzte waren wirklich sehr verzweifelt auch, weil sie einfach nicht wussten, was mit mir sein könnte.
Sie wollten mich dann sogar noch operieren, in den Bauch reinschauen, und dann haben sie das aber doch nicht gemacht. Dann wurde ich verlegt auf eine andere Station. Also es war wirklich grausig. Ich kam mir vor wie so ein Tier, was auf der Schlachtbank liegt. Und ich war auch zugedröhnt mit allen möglichen Medikamenten. Dann hat der Professor mich zu einer Untersuchung gefahren. Und da passierte es dann ganz, ganz plötzlich, dass ich aus meinem Körper ausgestiegen bin. Die moderne Medizin schafft durch ihre unzähligen neuen Techniken, wie ein künstliches Koma oder in meinem Fall eine 10-fach höher dosierte Chemotherapie, die Möglichkeiten, das Bewusstsein zu erweitern. Doch dann will sie davon nichts wissen, sondern zückt ihre Halluzinationskeule, die nur aussagt, man habe wirre und unzusammenhängende Empfindungen gehabt, die es nicht wert seien, näher betrachtet zu werden. Ich hatte tatsächlich Halluzinationen während des 6-tägigen Hochdosis-Chemotherapie-Marathons, der mein Knochenmark komplett zerstören sollte. Ich kenne den Unterschied. Eine Halluzination ist bei weitem nicht vergleichbar mit einer Nahtoderfahrung dieses Ausmaßes und ist in keiner Weise Impuls dafür, das ganze Leben umzukrempeln und mit solcher Tatkraft den eigenen Weg weiterzugehen. Es macht mich wütend, wenn ich so abgespeist werde, vor allem deshalb, weil die vorhandenen Studien und Fakten über Nahtoderfahrungen immer noch weitgehend ignoriert werden. Dann kam eben diese eine Untersuchung, wo ich in so einen Ultraschallraum geschoben wurde und wo ich ganz plötzlich von diesem Verinnerten aus mir rausgeschossen bin, hier oben am Kopf. Und das Irre war, ich hatte sogar das Gefühl, da war eine Kraft, die mich holt. Also es war wie von 2 Seiten, von mir und von außen. Und schwupp war ich dann außerhalb von mir. Und ich war ganz überrascht, weil ich mich in diesem Moment plötzlich so lebendig gefühlt habe, viel lebendiger als vorher in diesem schmerzenden Körper. Ich habe runtergeguckt, ich habe gesehen, ja, da liege ich genau, aber das war mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich war in dem Moment, wo ich außerhalb meines Körpers war, von Schmerzen befreit. Und ich war auch wie in einer anderen Dimension, Raum und Zeit waren plötzlich weg. Und ich sehe mich noch, wie ich hoch zur Zimmerdecke schwebe. Ich gucke da noch, was die da machen. Und plötzlich öffnete sich diese Decke von diesem Zimmer und ich verlasse das Krankenhaus. Ich war dann schon mit dem Licht verbunden. Das Licht hatte mich geholt. Und das war wirklich ein Licht, das kann man gar nicht beschreiben. Also unsere Sonne ist ein Klacks dagegen. Es war ein wundervolles Licht, was nicht geblendet hat, aber was mich wie eingenommen hat, wie aufgenommen hat. Und ich hatte das Gefühl, ich verschmelze mit diesem Licht. Und mit dem Licht zusammen bin ich quasi, ich würde sagen, ich bin ins Weltall geflogen und konnte alles gleichzeitig wahrnehmen. Und das Besondere war, dass in dem Moment, wo das Licht mich aufgenommen hat, ich auch mich selbst gar nicht mehr als ich empfunden habe. Das war gar nicht mehr wichtig. Ich war nur noch dieses Licht. Boah, alleine das ist schon eine Sensation. Und besonders schön war, dass ich keine Angst hatte, dass ich mich als lebendig, als heil, als ganz wach empfunden habe.
Ich könnte keine physikalische Formel hersagen, aber in diesem Moment habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe, wie alles zusammenhängt, dass nämlich alles miteinander verbunden ist und ich bin jetzt ein Teil von allem. Und dann kam eine schöne Melodie, so eine Art Weltenrauschen, also das war kein Mozart, das war kein Bach, obwohl das ja auch tolle Melodien sind. Es war eine Melodie, die ich nicht kannte, aber die mich verzaubert hat. Und in diesem Licht war dann auch dieser wahnsinnig schöne Lebensfilm. Und das zu beschreiben, sprengt jetzt wahrscheinlich alle Möglichkeiten, weil in einer solchen Schnelligkeit und in einer solchen Intensität habe ich alles von dem Zeitpunkt meiner Geburt bis zu dem Moment, wo ich in meinem Leben gekommen war, also ich war da 38 Jahre alt, mein komplettes Leben in einem Schnelldurchgang gesehen, gefühlt, alles empfunden, alle Situationen, alle Menschen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, ich konnte deren Gefühle, meine Gefühle, alles konnte ich wahrnehmen. Und dieser Lebensfilm hat mir eben auch bestimmte Situationen gezeigt, wo ich als Kind sehr gelitten habe, wo ich sogar misshandelt wurde, was ich aber erst später kapiert habe. Und das Bedeutungsvolle und das Kraftvolle war für mich, dass in diesem Moment, im Schutz des Lichtes, ich alles annehmen konnte als gut und richtig. Also das war vielleicht die höchste Form der Vergebung, die ich mir selbst und allen anderen auch geben konnte. Als eine derer, eine Beschenkte der modernen Medizin, behaupte ich heute schon, durch mein Erleben in die Lage versetzt worden zu sein, in Bereiche vorzudringen, Informationen zu empfangen und zu verstehen, die der Quantenphysik zugeordnet werden können und damit vorerst nur in mathematischen Gleichungen oder Gleichnissen zu verstehen sind. Ich gehe nicht davon aus, dass sich mit der Quantenphysik alleine das menschliche Bewusstsein erklären lässt. Aber immerhin gibt sie uns Hinweise darauf, dass wir nicht alles in dieser Welt logisch kausal erklären oder gar verstehen können. Und so schnell, wie ich rausgeschossen bin quasi, so schnell bin ich dann auch wieder in die Nähe wieder vom Krankenhaus gekommen. Dann war ich wieder in dem Krankenhauszimmer und kaum, dass ich mich versehen konnte, hat's schwupps gemacht. Und ich weiß noch, wie ich hier oben durchs Kronenchakra oder da, wo früher die Fontanelle war, wurde ich wieder zurück in meinen Körper geschickt. Das ging genauso schnell und dann war wieder der Schmerz da. Dann war wieder dieses Krankenhausliege, die Ärzte mit ihren besorgten Gesichtern. Und ich weiß noch wie heute, es war der 14. September 1995. Und dann konnte eben die Diagnose gestellt werden und es war eine hochmaligne, sehr aggressive Krebserkrankung, also vergleichbar mit einer akuten Leukämie. Die Nahtoderfahrung, ich wusste ja auch gar nicht, wie man das überhaupt nennt. Ich hatte gar keinen Begriff dafür. Ich wusste nur, das, was ich da erlebt habe, war quasi meine Wegzehrung, mein doppelter Boden, weil ich hatte auch eine Art von einer Kraft, einem Mut, eine Zuversicht in mir, wo ich mich immer gefragt habe, wie konnte die in mir mitten in dieser ganzen Dramatik überhaupt entstehen. Und heute weiß ich, das war dieses Licht, was quasi in mir entzündet wurde, erleuchtet wurde und was mir überhaupt nur die Kraft auch gegeben hatte, das Ganze zu überstehen. Ja, diese Melodie. Ich nenne es Weltenrauschen.
Vielleicht hat da ja jeder dazu eine bestimmte Assoziation, vielleicht so wie wenn man eben im Wald sitzt wie jetzt und die Bäume rauschen. Oder es gibt auch manchmal so Momente, wenn man am Meer sitzt und man ist so ganz versunken und es kommen wie Töne aus dem Meer oder so, um zu ahnen, welche mystische Melodie mir da geschenkt wurde. Es war jedenfalls meine Begleitmelodie, die immer in mir gesungen hat und mich gestärkt hat. Ja, ich möchte noch erzählen, wie wundervoll und kostbar es für mich war, zu erfahren, dass ich ohne meinen Körper mich lebendiger gefühlt habe als jemals zuvor mit diesem Körper. Das war wirklich wie eine Offenbarung für mich. Das, was ich erlebt habe, kann nicht von dieser Welt sein. Und nachdem ich dann die ganze Therapie überstanden hatte, dann gab es eine Sehnsucht, eine wahnsinnige Sehnsucht von mir. Ich wollte da wieder hin, wo ich gewesen war, aber ich konnte nicht sagen, wo ich gewesen bin. Aber ich wusste in mir ganz tief und fest, dass das, was ich erlebt habe, real war. Und ich hatte dann zwischendurch wirklich das Gefühl, ich bin vielleicht doch verrückt geworden, weil wie kann es sein, dass ich so einen brennenden Wunsch habe, da wieder hinzuwollen. Und das ging wirklich viele, viele Wochen und ich hatte keinen Namen für das, was ich erlebt habe. Und dann gab es einen Sonntagabend, ich hatte große Schwierigkeiten, immer einzuschlafen, weil ich war ja ein ganzes Jahr lang von zu Hause weg und immer im Krankenhaus. Und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich den Fernseher anschalte, um mich so ein bisschen abzulenken. Und dann plötzlich sah ich auf dem Fernsehschirm einen etwas kräftigen Mann, der erzählte von seiner Nahtoderfahrung. Und dann war immer unten das Wort Nahtoderfahrung. Und ich weiß noch, ich saß vor diesem Fernseher und dachte, ja, genau das. Also ich wusste sofort, was er meint. Und dann hatte ich endlich ein Wort dafür. Und das war so ähnlich, wie wenn man bei einem Wasserhahn den Hahn aufdreht. Jetzt wusste ich, so nennt man das. Und dann habe ich angefangen, mich zu trauen. Ich habe dann meinem Mann davon erzählt, an einem Frühstück. Und ich war ganz glücklich, dass er mich nicht für bescheuert hält, sondern er hat mir zugehört und er hat das akzeptiert, was ich ihm da Seltsames erzähle. Und dann habe ich mich auch getraut, meinem Professor davon zu erzählen. Und ich hatte großes Glück, dass er mich auch nicht für verrückt hält, sondern er hat gesagt, ja, das gibt es. Und er hat mich dann zu einem Psychologen geschickt. Und dann bin ich nach Mainz gefahren und habe einem Psychologen zum allerersten Mal erzählt. Und ich hatte dann von offizieller Stelle, habe ich quasi die Erlaubnis bekommen, ich bin nicht verrückt. Das, was ich erlebt habe, gibt es und das gibt es schon ganz lange. Und ich soll mich nicht verrückt machen, sondern soll das als einen großen Schatz für mich einfach anerkennen, wertschätzen und in mein Leben einbauen. Und das war eine riesig große Erleichterung. Ich kann gar nicht sagen, ich glaube, ich habe geheult, wie ich von dem raus bin. Ich konnte gar nicht nach Hause fahren. Ich musste mich erstmal wieder einkriegen, weil ich jetzt wusste, ich bin nicht verrückt.
Um aber dazu beizutragen, diesen wertvollen Aspekt der Nahtodeserfahrung neu in die Diskussion zu bringen, wage ich es nun doch, Einzelheiten preiszugeben. Diese Einzelheiten tragen nach meinem Verständnis auch dazu bei, die Angst vor dem Tod zu mindern, beziehungsweise die Begleitung Sterbender umfassender, da wissender zu ermöglichen. Das Wissen über Nahtoderfahrungen, insbesondere den Lebensfilm, nennt Kenneth Ring, der als Professor für Psychologie an der University of Connecticut lehrte, einen gutartigen Virus. Mit dem Schreiben habe ich angefangen, direkt nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, weil ich war so schwach, dass ich nur im Bett liegen konnte und aus dem Fenster gucken musste. Und mein Kopf, der kreiste ununterbrochen. Mir ist so viel im Kopf durchgegangen. Und dann habe ich irgendwann meinen Laptop aufgeklappt und habe angefangen zu schreiben. Habe einfach meine Gedanken sortiert und das ist sehr, sehr hilfreich. Und so habe ich Stück für Stück angefangen und mich auch ganz gut weitergearbeitet. Und wie ich dann eben mit Pim zusammengearbeitet habe, dann wurden meine Gedanken immer präziser, immer klarer und es formierte sich in mir selber quasi schon meine eigene Geschichte als Buch. Und ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, ich fange erst an, ein Buch zu schreiben, wenn ich auch einen guten Verlag finde. Weil einfach jetzt zu schreiben und dann findest du keinen Verlag, das mache ich nicht. Und dann stand ich an der Frankfurter Buchmesse und hatte das Sektglas in der Hand. Und dann kam eine Dame und sie fragte mich, wer ich bin. Und dann erzählte ich, ja, ich habe mit Pim van Lommel gearbeitet und. Und eigentlich wollte ich immer noch mal meine Geschichte aufschreiben. Und dann zückte sie ihre Visitenkarte und sagte, schicken Sie mir Ihre Geschichte. Denn das war die Geschäftsführerin, wir sind interessiert an Ihrer Geschichte. Und ich so, ach du meine Güte, weil ich kann nämlich keine Kommaregeln. Ich schreibe immer die Kommas, mache ich immer so, wie ich atme. Und dann dachte ich, oh weia, da muss ich ja jetzt meinen Entwurf noch mal überarbeiten. Und dann habe ich quasi die ersten Texte zum Verlag geschickt und die haben gesagt, wir wollen sofort das Buch mit Ihnen machen. Und dann habe ich gedacht, mit den 3 Kindern und dem ganzen wuseligen Alltag, das wird nichts. Und dann bin ich für 2 Wochen nach Badenweiler, habe mich da einquartiert in die Villa Hedwig, wo übrigens früher Hermann Hesse und der Tucholsky und wie heißt der andere, nicht Tschaikowski, ach jetzt habe ich es vergessen, egal, wie heißt der denn? Tschechow ist da immer abgestiegen. Die haben immer dort ihre Seele erholen lassen. Und dann habe ich wirklich in 2 Wochen, ich habe geschrieben, wie man eine Badewanne volllaufen lässt. Ich habe kaum geschlafen. Also ich habe nur noch geschrieben und dann war das Buch fertig. Und nach den 2 Wochen war ich dann aber so erschöpft, bin ich erst mal krank geworden und musste mich wieder erholen. Aber es war wirklich genau der richtige Zeitpunkt und genau der richtige Moment, dieses Buch zu schreiben. Und Pim van Lommel hat dann ja auch das Nachwort dazu verfasst. Und das war dann auch wirklich ein großer Erfolg. Und ich bin ganz, ganz froh, weil so viele Menschen mir dann auch geschrieben haben. Ich habe so viele Berichte und Lebensgeschichten und Lebensbeichten sogar abgenommen, weil viele Leute mir gesagt haben, durch ihr Buch habe ich endlich verstanden, was ich auch erlebt habe. Und das war für mich die wichtigste Erkenntnis meines Lebens. Und das waren junge Leute, das waren alte Leute. Manche Leute haben erst kurz vor ihrem Tod verstanden, dass das eine Nahtoderfahrung war, die sie gemacht haben. Und so hat sich quasi ihr Leben auch gerundet. Durch die Erzählung von mir konnte sich ihr Leben runden. Und das war für mich auch eine so große Freude, die erfüllt mich heute noch mit großer Dankbarkeit, ja, dass ich das quasi für die Menschen sein durfte. Ja, wenn ich schreibe, dann habe ich eine ganz bestimmte Atmosphäre, brauche ich dafür auch. Und ich öffne mich dann immer, damit die Gedanken quasi mir geschenkt werden. Also ich entwerfe die nicht, sondern ich lasse sie zu mir kommen. Und wenn ich in dieser Verfassung bin, dann flutscht es auch
Also dann schreibe ich manchmal wie blind und erst später sortiere ich dann. Aber dieser erste Wusch, so nenne ich das, das ist das Kostbarste. Ich bin Pim van Lommel, ich bin Kardiologe auch aus den Niederlanden und ich habe immer in Arnhem gearbeitet als Kardiologe. Und als Kardiologe war ich auch, hatte die Möglichkeit, mit Patienten zu reden, die einen Herzstillstand überlebt hatten. Und das erste Mal in 1969 habe ich, als ein Patient einen Herzstillstand überlebt hatte, nach einer Wiederbelebung, war er sehr, sehr enttäuscht, weil wir als Ärzte und Krankenschwestern sehr froh waren, dass es gelungen war, diese Menschen zurückzubringen. Er war sehr enttäuscht und erzählte mir über ein Licht, eine Musik, ein schönes Landschaft. Und das war das erste Mal, dass ich etwas hörte über das Nahtoderfahren an sich war nicht bekannt. So erstens in 1975 hat Raymond Moody das Buch geschrieben, Life After Life, und er hat die Terminologie Near-Death Experience und Nahtoderfahrung geschrieben. Und erstens in 1986 habe ich ein Buch über Nahtoderfahrungen gelesen. Und dann habe ich angefangen, Patienten, die einen Herzstillstand überlebt hatten, zu fragen, ob sie Erinnerungen hatten von der Periode von Bewusstlosigkeit, von der Herzstillstand. Und innerhalb von 2 Jahren hatte ich 12 Patienten, die eine Nahtoderfahrung mit mir teilten, außer 50 Patienten, die einen Herzstillstand überlebt hatten. Und es war überraschend für mich, weil ich immer in der Universität gelernt hatte, dass Bewusstlose keine Bewusstsein erleben. Ich hatte immer gelernt, dass das Bewusstsein ein Produkt des Gehirns sei. So, das sollte unmöglich sein, dass Patienten Erinnerungen haben aus der Periode von Bewusstlosigkeit bei dem Herzstillstand. So, und da waren viele retrospektive Studien gewesen, wo man dachte, dass diese Bewusstseinserfahrungen, Nahtoderfahrungen, nur eine Folge waren des Sauerstoffmangels im Gehirn oder Halluzinationen oder bei Wirkung von Medikamenten oder Träume und so weiter. Aber war niemals eine wirkliche wissenschaftliche perspektive Studie gewesen. So wie fangen in 1988 an prospektive Studien zu machen in 10 holländische Krankenhäuser mit dem Ziel, die Ursache und den Inhalt des Nahtoderfahrens zu untersuchen. Aber erstens, was ist ein Nahtoderfahren? So, eine Nahtoderfahrung ist die Erinnerung von einer Periode von Bewusstlosigkeit, ein sehr besonderer Bewusstseinszustand mit universalen Elementen, wie das Gefühl, tot zu sein, das innere Wissen, tot zu sein, Glückgefühl, manchmal ein dunkler Raum und dann ein außerkörperlicher Erfahrung. Man hat die Möglichkeit von Wahrnehmung außerhalb und oberhalb ihr lebloser Körper. Sie können die Wiederbelebung von oben sehen. Dann kann man eine Tunnelerfahrung haben und man kommt in eine nicht-irdische, wunderbare Landschaft mit Musik und dann ein Licht oder ein Wesen von Licht, manchmal sagt man Jesus. Und man hat das Gefühl von Liebe, unglaublich Liebe, Akzeptanz. Und man kann auch verstorbene Verwandte sehen und entgegen und kommunizieren damit. Man kann eine Lebensrückschau haben, vom Geburt auf. In dieser Lebensrückschau ist man verbunden, nicht nur mit einer eigenen Taten und Gedanken, aber auch ist man verbunden mit Gedanken und der Tat von anderen Leuten in die Vergangenheit. So, man ist verbunden mit das Bewusstsein anderer Menschen in die Vergangenheit. Man ist eins mit anderen. Und man kann mit einem Herzstillstand von 5 Minuten für eine Woche sprechen, über was man erlebt hat in dieser Lebensrückschau. So, alles geschieht gleichzeitig.
So ist keine Zeit und keine Raum. Man ist irgendwo, wo man andenkt. Man ist auch in die Vergangenheit. Und auch manchmal in die Zukunft ist möglich, Zukunftsbilder zu haben. Dann kommt man an eine Grenze und man weiß, als ich die Grenze übergehe, da komme ich niemals zurück. Und dann meistens ist da eine Stimme von dem Wesen von Licht oder von die verstorbenen Verwandten, die sagen, das ist noch an ihnen Zeit, man muss noch zurückgehen, man hat doch etwas zu tun im Leben. Und dann kommen sie bewusst zurück im Körper, was schrecklich ist, was so schrecklich hat, die viele Aspekte des Kranken, man hat viel Schmerz und so weiter. Man hat nicht immer all diese Elemente. Manchmal nur 2 oder 3 oder 4. Und je mehr Elemente genannt werden, wo tiefer die Nahtoderfahrung ist. Und es sind viele Umstände beschrieben, warum diese Nahtoderfahrung geschehen. Das ist erstens ein Herzzustand, klinischer Tod, aber auch Gefäßunfälle mit Koma oder durch innere Hirnblutung. Man hat es auch mit Blutverlust bei komplizierter Geburt bei jungen Frauen, na Ertrinken bei Kindern. Es geschieht auch bei anderen Situationen wie Depression oder Isolation oder Meditation oder ohne klare Ursache, wie Wandern in der Natur, kann das auch geschehen. Und diese Erfahrungen sind auch möglich in der terminale Phase des Lebens, so Sterbebettsvision oder Lebensendeerfahrung. Und all diese Erfahrungen, die Nahtoderfahrung und die anderen Erfahrungen, sind transformierend. Erstens, die Angst vor dem Tod verschwindet. Man hat keine Angst mehr vor dem Tod. Man weiß, ich bin doch immer da, wenn mein Körper tot ist. Also eine neue Einsicht, was wichtig ist im Leben, es ist eine Lebenseinsichterfahrung. Es ist nur über Akzeptanz und Kompassion zu einem selbst. So Liebe zu einem selbst mit aller negativen Erfahrungen, die wir immer haben. Negative Aspekte, die wir haben. Man muss das auch akzeptieren, aber auch Akzeptanz von anderen und von der Natur, weil man sich eins fühlt mit anderen. So Nahtoderfahrung wird auch eine Einheitserfahrung genannt. Und das dritte Aspekt der Transformation ist die erweiterte intuitive Sensitivität. Das heißt, man fühlt andere. Man weiß, was andere fühlen und denken. Man kann die Zukunft sehen, man sieht eine Person, man weiß, er wird sterben in 3 Wochen, er stirbt in 3 Wochen. So, man hat Zugang zu die höheren Aspekt des Bewusstseins immer noch dahin. So, man hat nach einer Nahtoderfahrung nicht nur das Empfang des eigenen Bewusstseins, Channel 1, was auch Bewusstsein anderer Personen, 2, 3, 4, sondern alles kommt dahin, was sehr schwer für sie ist. Nou, was wir anfangen mit dem Studie, die prospektive Studie in 10 holländische Krankenhäuser, das war mit 344 aufeinanderfolgende Patienten, die einen Herzzustand überlebt hatten. Noch immer die größte Studie, die jemals gemacht ist. Und all diese Patienten waren klinisch tot. Das heißt, sie waren bewusstlos, da war keine Zirkulation, kein Blutdruck, keine Atmung. Und wenn man nicht eine Wiederbelebung anfängt, innerhalb 5 bis 10 Minuten wieder alle Patienten sterben. So ist es Anfang des Sterbensprozesses, klinischen Tod. So von diesen 344 Patienten, die den Herzzustand überlebt hatten, war 82% der Patienten hatten keine Erinnerung von der Periode von Bewusstlosigkeit, aber 62 Patienten, 18% hatten bestimmte Erinnerungen von der Periode von klinisch Tod. So, die hatten eine Nahtoderfahrung. Und weil wir versuchten zu verstehen, warum nur 18% der Patienten eine Nahtoderfahrung berichteten, haben wir die 2 Gruppen Patienten ohne und mit Nahtoderfahrung verglichen. Wir fanden heraus, dass die Dauer des Bewusstlosigkeit 5 Minuten oder 3 Wochen in Koma machte keinen Unterschied ob Patienten eine Nahtoderfahrung hatte oder nicht.
Die Dauer des Herzzustands, 2 Minuten oder 8 Minuten, machte keinen Unterschied. Die Medikamente, kein Unterschied. Angst vor dem Tod, kein Unterschied zur psychologischen Erklärung, war negativ. Geschlecht, kein Unterschied. So, wir fanden heraus, dass da keine wissenschaftliche Erklärung war, warum nur 18% der Patienten eine Nahtoderfahrung melden und 82% nicht, weil die beiden Gruppen waren total ähnlich. Die Nahtoderfahrung kann man nicht erklären bei Sauerstoffmangel im Gehirn, bei Medikamenten, bei psychologischer Erklärung und so weiter. Das war wichtig, weil in das Moment hat man immer gedacht, dass das nur Sauerstoffmangel war. Aber wir wussten auch, dass Menschen mit Depression oder Meditation haben auch keinen Sauerstoffmangel, können auch diese Erfahrungen haben. So, für die heutige Neurowissenschaften, wo man denkt, dass das Bewusstsein ein Produkt des funktionierenden Gehirns ist, muss man wieder zur Diskussion stellen. Weil Menschen haben die Möglichkeit, ein erweitertes Bewusstsein zu erleben, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit der Möglichkeit von Wahrnehmung und bewusste Rückkehr in das Körper, aber im Moment, dass das Gehirn total nicht mehr funktioniert. So, wenn das Bewusstsein ein Produkt des funktionierenden Gehirns sei, dann wäre es unmöglich, dass Menschen eine Nahtoderfahrung berichten. So, der neue Einsicht sollte sein, dass das Gehirn nicht eine produzierende Funktion hat, aber eine facilitierende Funktion. Das macht es möglich, das Bewusstsein zu empfangen in unser waches Bewusstsein. So, das Gehirn ist ein Interface, ein Send-Empfang-Modul und nicht eine Produktion für das Bewusstsein. Und um das zu verstehen, sage ich immer, ich vergleiche es mit der iCloud, mit dem Internet. Aber warum hören wir Ärzte kaum jemals davon, dass ein Patient von einer NTE erzählt? Für Ärzte ist die NTE meistens ein unfassbares und unbekanntes Phänomen. Patienten sind aufgrund der negativen Reaktionen, die sie zumeist erleben, sehr zurückhaltend damit, ihre Erfahrung anderen mitzuteilen. Die meisten Menschen wollen sie ihre Geschichte einfach nicht glauben. Eines Tages gab es eine Konferenz zum Thema NTE in einem Universitätskrankenhaus mit mehr als 300 Menschen im Publikum. Am Ende der Konferenz, nach einigen Vorträgen über NTE, stand ein Mann auf und sagte: Ich bin seit 25 Jahren Kardiologe und ich habe noch nie solche absurde Geschichte gehört. Das ist totaler Unsinn. Ich glaube kein Wort davon. Da stand ein anderer Mann im Publikum auf und sagte: Ich bin einer Ihrer Patienten. Ich hatte während eines Herzstillstandes eine NTE und Sie wäre die Letzte, dem ich davon erzählen würde. Sie fühlen genau, dass dieser Arzt nicht zuhören kann. Das fühlen Sie, das wissen Sie. Einige Jahre später, ich glaube es war 2007, wurde ich dann nach Berlin eingeladen zu einer großen Tagung. Da ging es um das Thema Nahtoderfahrung und ich sollte eben bei einer Podiumsdiskussion davon berichten. Und Pim van Lommel war auch dann eingeladen und wir trafen uns in der Kaffeepause und wir haben uns unterhalten und es hat irgendwie wusch gemacht. Wir haben uns so gut verstanden und es war so eine, ja, wie soll ich sagen, eine zauberhafte Energie zwischen uns, die dann sich auch durch diese ganze Tagung getragen hat und auch mir vor allen Dingen dazu geholfen hat, sehr ehrlich und authentisch zu erzählen, weil mir Pim van Lommel einfach so eine wahnsinnige Sicherheit gegeben hat,
dass alles, was ich erlebt habe, so wichtig ist. Und diese Unterstützung von ihm als Wissenschaftler und auch von ihm als Mensch war einfach wie ein Sechser im Lotto. Ich habe niemals Mut erfahren, weil ich letztlich mein Herz gefolgt habe. Ich sollte es machen. Da war keine Diskussion dafür. Und es war für mich niemals wichtig, weil die Meinung von anderen war. Ja, und für mich war es einfach, meiner inneren Wahrhaftigkeit zu folgen. Also es war einfach, ich musste auch dieser inneren Dimension einen Raum geben. Ich konnte es nicht mehr verleugnen. Anfangs habe ich es ja versucht und dann nach 15 Jahren Doppelleben bin ich ja noch mal sehr erschöpft auch gewesen und da war dann der Punkt 2010, wo ich dieses Gedicht schrieb, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt dazu Stellung beziehen und witzigerweise sind damals auch die Tumormarker wieder hochgegangen und ich habe mir die Frage gestellt, dein Körper sagt dir jetzt, wo du hingehen sollst, was würdest du tun, wenn du jetzt wieder Krebs kriegen würdest? Würdest du dann immer noch dein Doppelleben weiterführen? Und da habe ich gesagt, ich muss es jetzt riskieren. So lange hat es bei mir gebraucht. Obwohl ich es für mich innerlich ja wusste, dass es stimmt. Und die NTE gibt auch sehr starke Selbstheilungskräfte. Sie ist so hervorragend, was sie schon macht, ist großartig. Also ich liebe das, zusammen mit ihr zu machen. Das liegt aber auch daran, dass wir eine gute Frequenz beide haben. Ja. Also ich habe auch schon mit anderen Wissenschaftlern gearbeitet und das war, also bei uns gibt es einfach eine Wellenlänge, wie man so schön sagt. Es und stimmt. das macht die Sache so rund. Ja, ich durfte dann eben erleben, dass Dr. van Lommel ein großes Buch geschrieben hat, dass er die erste prospektive, also vorausschauende Studie zum Thema Nahtoderfahrung gemacht hat und dass er sie in The Lancet publiziert hat und dass eben er mit seiner Forschung zum ersten Mal in der Welt belegen konnte, dass es tatsächlich möglich ist, dass Menschen ein Bewusstsein haben, auch dann, wenn der Körper quasi, seine Patienten hatten alle Herzstillstände, das hatte ich ja nicht, aber ich war ja auch in einer sehr prekären Situation und es hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätte auch ich meine letzte Reise angetreten. Und ich habe dann eben auch angefangen, mich mit ihm auszutauschen und wenige Jahre später wurde dann sein Buch ins Deutsche übersetzt und er hat mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihm zukünftig auf Vorträge zu gehen und dieses Thema in die Welt zu bringen, weil ihm so wichtig war, dass eben die Wissenschaft auf der einen Seite beschrieben wird und aber auf der anderen Seite auch die lebendige Erfahrung. Und ich übe quasi, ich sage immer, ich übe Sterben und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Menschen, und ich durfte genug Menschen begleiten, die gestorben sind, dass alle Menschen ab einem bestimmten Punkt dann so weit schon sind, dass sie immer mehr nur noch Bewusstsein sind und der letzte Moment, der letzte Atemzug ist für mich dann der Moment, wo ich wieder von dem Licht aufgenommen werde und in dieser Liebe, in dieser Freiheit, in dieser Geborgenheit dann meinen Körper ablege und wieder ins Licht reise. Deswegen spreche ich auch nicht davon, dass ich sterbe, sondern dass ich ins Licht gehe. Und ich finde dieses Wissen und diese tiefe Überzeugung so tröstlich und so hilfreich, dass ich mir wirklich wünschen würde, es gäbe mehr Menschen, die sich dafür öffnen und sagen, ja, sterben kann auch leicht und schön sein, wenn man den Menschen lässt und nicht mehr so viel an ihm rumschraubt.
Darf ich mal kurz was probieren? Mach alles, was du Ich sitze nämlich ganz oft jetzt. Du brauchst gar nicht erzählen, wir beobachten. Deswegen habe ich auch mich von meinen Haaren getrennt. Es ist so beruhigend, wenn man den Kopf halten kann. Ich empfinde eine tiefe Ergriffenheit, ein stetes Verbundensein mit etwas Größerem. Ich sage mal Gott, obwohl mir dabei nicht ganz wohl ist. Ich bin es so gewohnt. Ich sage es so und ich suche ihn ständig. Ich suche diese Verbundenheit, die ich im Wald spüren kann. Dieses Stück deutscher Wald wurde im Laufe der Jahre zu meinem besten Freund, zu meinem Seelsorger, zu meinem Therapeuten. Dort habe ich mich nie einsam gefühlt. Dort habe ich meine mühsamen ersten Trainings-Gehversuche gestartet. Dort habe ich Selbstgespräche geführt, geweint, gelacht, meine Ängste vergraben, meine Sehnsucht gestillt und mich absolut aufgehoben und behütet gefühlt. Stunden dauern ewig. Sie werden unterbrochen von Momenten, in denen ich das größte Glück, das lichterlohe Bewusstsein als pure Essenz des Lebens fühle. Meine Atmung, mein Herzschlag, das nackte Sein in seiner ganzen Größe und Erbärmlichkeit. Ich bin jetzt wirklich so müde. Möchte nur noch schlafen. Und ich glaube, ich habe es auch bald geschafft. Also sei nicht allzu traurig, dass ich kurz nach deiner Schwester den Abflug mache. Aber das sind Gesetze, die uns Menschen nicht. Die machen andere, das wissen wir ja. Also, wenn du ab und zu auch für mich eine Kerze anzündest, dann freue ich mich sehr.